Moini McMoinsen. Das heutige Video guckst du dir bitte bis zum bitteren Ende an und schaltest nicht wieder nach 40 Sekunden weg, weil das ist wichtig. Heute sprechen wir nämlich eben einmal über das neue Projekt. Also, ich habe mir ein paar Tage Gedanken gemacht, mit Freunden und Steuerberater und mit was weiß ich nicht wem alles noch gesprochen und ich bin zu folgendem Entschluss gekommen. Und zwar wird das neue Projekt folgendes. Tada! Wir werden einen weiteren LC4 bauen zusammen. Und zwar werden wir das Ganze als Tuning-Projekt gestalten und nutzen und haben. Wir starten einen fetten Community Tuning LC4 Motor zum Nachmachen. Das soll bedeuten, ich baue den Motor so, dass ihr den nachbauen und nachmachen könnt mit den jeweiligen Schritten. Geil, oder? Und zwar werden wir das Ganze so machen, dass das zu 100% transparent ist, zu 100% nachvollziehbar, wenigstens annähernd 100% erklärt. Das bedeutet, wofür brauchen wir einen Hubzapfen? Wozu brauchen wir im Zweifelsfall einen Exzenter-Hubzapfen? Wofür brauchen wir die Nockenwelle? Was macht die Nockenwelle? Wie stellt man Steuerzeiten ein? Welcher Kolben, welche Bohrung, warum und wieso? Und halt eben einmal alles, dieses Ganze auseinandergenommen und für euch verständlich erklärt. Bei der Überlegung, welchen Motor wir nehmen, habe ich mir überlegt, dass wir den 640 nehmen, aus mehreren Gründen. Erstens, ich habe noch einen hier stehen. Zweitens, nur in den High Flow passen 38, 33er Ventile. Drittens, in dem Video hier haben wir gelernt, welche Vorteile der 640 High Flow hat. Und dazu kommt noch, dass wir den Hubraum erweitern wollen. Das soll heißen, bei einem 660 würde es nicht so viel Sinn machen, da einen Exzenter-Hubzapfen reinzustecken, um auf einen größeren Hubraum zu kommen, weil er eben schon einen größeren Hubraum hat. Der Sprung wäre nicht so groß und bei 620 brauchen wir, glaube ich, gar nicht anfangen. Das bedeutet aber nicht, dass ihr das nicht bei eurem 660 oder bei eurem 620 nicht genau so umsetzen könntet. Also prinzipiell ist das ja identisch, nur eben ist bei dem 640 der Sprung oder die Möglichkeit am größten. So. Das hätten wir jetzt schon mal geklärt, um was es sich da handeln soll. Jetzt überlegen wir uns, wie wir das Ganze in Community gepresst bekommen, wie wir, also wir 2.500 Menschen oder annähernd 2.500 Menschen zusammen entscheiden, was da passieren wird. Und zwar findest du unten in der Videobeschreibung, wo du am Ende des Videos dann mal draufklicken kannst oder reingucken möchtest, einen Doodle-Link, so nennt sich das. Doodle ist für Online-Abstimmung, wo ich dann verschiedene Varianten zur Auswahl gestellt habe, wo du dann an einer Abstimmung teilnehmen kannst, wo dann entschieden wird, gemeinschaftlich, was am Ende passiert. Das heißt, wenn 30% einen Exzenter-Hubzapfen wollen und 70% nicht, dann wird es keinen Exzenter-Hubzapfen geben. So ist das Prinzip. Das heißt, dass immer der Durchschnitt der Gesamtmenge, wie soll ich sagen, halt entscheidet, was am Ende in diesem Motor passiert. Ursprünglich war das so gedacht, dass wir ein ganzes Motorrad kaufen und das umbauen, also die perfekte LC4 bauen, also so einen richtigen Brecher. Ich würde sagen, um das Ganze auszuprobieren und um das so ein bisschen ja, zu komprimieren, weil das halt eben eine Menge Arbeit ist, bleiben wir bei dem Beispiel, machen wir erstmal nur den Motor. Und ich denke, dass das auch dann überschaubar ist, das Ganze umzusetzen. Ich hoffe, die Rahmenbedingungen oder wie soll ich sagen, ich hoffe, das Verständnis ist rübergekommen, wie ich das meine. Wir sprechen in einem Video über ein gewisses Thema. Welchen Exzenter-Hubzapfen wollen wir beispielsweise nehmen? Unter dem Video ist ein Link, da geht ihr dann drauf, entscheidet mit den anderen zusammen, welcher Exzenter-Hubzapfen es werden soll und der wird dann auch genommen. Beispielsweise wir wollen auf 82er Hub, dann nehmen wir einen 2 mm Exzenter-Hubzapfen. Ganz einfaches Ding, die Abstimmung entscheidet und je nachdem, was entschieden wird, wird dann auch gemacht. Ganz einfach eigentlich. So, kommen wir zu der negativen Seite von diesem ganzen Projekt. Das ist der größte Nachteil an dem Ganzen. Dieses Projekt kostet eine Menge Geld. Und jetzt müsst ihr mir bitte zuhören, damit nicht einige Leute das wieder in den falschen Hals bekommen. Bevor es hier heißt, aber ihr versteht gleich, was ich meine. Dieses Projekt, so wie wir das vorhaben, kostet eine Menge Geld. Und zwar so viel Geld, dass ich nicht bereit bin, das alleine zu tragen. Ganz einfach, weil in dieses Projekt Brab Support und
dieses Unternehmen momentan eine Menge Geld und vor allen Dingen in die Videos eine Menge Geld geht und gesteckt werden muss, damit das alles läuft und funktioniert. Hardware, Software, Material und so weiter. Deswegen habe ich mir für dieses Projekt, was wir jetzt machen, was überlegt. Und zwar, dieses ganze Projekt soll als Crowdfunding-Projekt gestartet werden. Das heißt, jeder, der bereit ist, seinen Beitrag zu diesem Projekt zu leisten, ist herzlich willkommen, sich daran zu beteiligen. Allerdings unter der Prämisse, und jetzt hört mir bitte zu, dass ich mich daran nicht bereichern kann. Ich will mich daran auch nicht bereichern. Ich möchte euch gerne das Wissen und die Umsetzung, wie das funktioniert, zur Verfügung stellen. Dafür würde ich euch bitten, dementsprechend euren Beitrag dazu zu leisten. Ich sehe das Ganze so. Wenn 1000 Leute pro Nase 5 Euro spenden für so ein Projekt, dann ist es pro Nase nicht viel, aber in Summe ein Riesenbatzen Geld, mit dem ich dann arbeiten kann. Die Idee ist folgende. Sollte dieses Projekt beispielsweise 2.500 Euro in Summe kosten und es wurden 5.000 Euro gespendet, beziehungsweise gecrowdfundet für dieses Projekt, werden die 2.500 Euro, die über sind, und das werde ich alles transparent gestalten, sodass es jeder sehen kann, was am Ende eingegangen und was ausgegangen ist. Kosten werden offengelegt für dieses Projekt, das heißt, was hat der Exzenter Hochzapfen gekostet, was hat der Kolben gekostet, was haben die Lager gekostet und so weiter. Dass wenn am Ende beispielsweise 2.500 Euro übrig sind, die Community wieder entscheidet, was mit diesem Geld passiert. Entweder es wird gesagt, behalt das Brabsupport fürs nächste Projekt oder spende es oder gebe es den Leuten zurück oder. Das heißt, die Möglichkeiten sind halt offen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn es dann am Ende heißt, okay, 2.500 Euro sind übrig, kauft davon eine Projektkarre, wo dieser Motor rein soll, damit wir damit auf den Prüfstand gehen sollen, ist das offen. Wenn ihr sagt, spendet das an die Kinderkrebshilfe, wird das an die Kinderkrebshilfe gespendet und so weiter. Also dieses Ganze lässt sich ja ausweiten und dementsprechend dann auch an die Situation, wo wir uns gerade befinden, anpassen. Lass uns mal kurz eben einmal darüber sprechen. Nehmen wir mal an, das Projekt ist jetzt beendet. Dann steht hier dieser Brecher von Motor, den ich gebaut habe, mit den Geldern der Community. Dann wäre meine Wunschvorstellung, meine persönliche Wunschvorstellung jetzt, unabhängig davon, was ich gerade eben angeführt habe, dass man das ja auch in ein Motorrad einbauen könnte, wäre meine Wunschvorstellung, dass wir das dann innerhalb der Community, die dementsprechend die Leute, die sich an dem Projekt beteiligt haben und gespendet haben oder gecrowdfundet haben, wie auch immer man das nennen möge oder möchte, dass einer von denen das dann bekommt. Soll heißen, du spendest 5 Euro oder meinetwegen auch 10 Euro, dann hast du dich dafür qualifiziert, den Motor am Ende im Losverfahren zu gewinnen, wenn das Projekt beendet ist. Das wäre meine persönliche Traumvorstellung, aber wie das dann am Ende irgendwie weiterläuft, das sehen wir dann. Noch ist es ja nicht so weit. Also nochmal zusammengefasst, ich habe Bock auf so einen Scheiß und habe überhaupt gar kein Interesse, mich an irgendeiner oder in irgendeiner Art und Weise finanziell an euch zu bereichern. Dafür bereichern vor allen Dingen. Ich habe, um Geld zu verdienen, meinen Shop beispielsweise und andere Wege und Mittel. Dafür muss ich euch nicht ausnehmen. Es geht einfach nur darum, dass ich nicht bereit bin, so viel Geld in ein Projekt zu stecken, von dem ich am Ende weniger habe als ihr. Und ich denke, das ist nach dem, was ich schon für euch machen durfte und konnte, eine absolut faire Sache, wenn wir darüber sprechen, ob wir das so gestalten können, dass ihr euch dementsprechend daran beteiligt. Ich denke, das ist in Ordnung. Um in diese Abstimmungsgeschichte, wie das funktioniert und ob das funktioniert, reinzukommen, kannst du jetzt mal eben einmal in die Videobeschreibung klicken. Da findest du den vorher genannten Doodle-Link. Da kannst du eben einmal draufdrücken und dementsprechend immer mal abstimmen. Da steht quasi, ob du Bock hast auf so ein Tuning-Projekt oder ob das eher uninteressant für dich ist. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, wenn jetzt 70% gegen dieses Projekt sind und 30% für dieses Projekt, dann ist das Projekt, so wie ich es angefangen habe, schon wieder gestorben. Also so soll das Ganze dann auch dementsprechend funktionieren. Alle entscheiden zusammen, was passieren soll. Community halt. Da wollte ich eigentlich ursprünglich mal mit diesem langen Monolog drauf hinaus. So, ich würde sagen, ich habe genug monologisiert. Ihr wisst Bescheid. Wer nicht verstanden hat, worum es geht, springt bitte nochmal zurück und guckt sich es nochmal an. Das soll es wirklich für heute gewesen sein. Ihr stimmt bitte ab, ob ihr Bock auf so ein Projekt habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Zweifelsfall in der nächsten Woche wieder. Da oben kannst du dir jetzt noch ein Video angucken, was ich dir vorschlage. Da unten kannst du dir ein Video angucken, was YouTube denkt, was du noch gerne sehen wollen würdest. Und da kannst du abonnieren, falls du noch nicht getan hast. Schönen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Besichtigung. Tschüss.